Moin liebe Leute, ich bin in Brokstedt. Es ist Vatertag und was ist an Vatertag in Brokstedt? Lanz-Bulldog-Treffen. Und man muss echt mal ein Dankeschön sagen den vielen, vielen Helfern hier, dass sie das alles so gut organisieren. Ja, das Lanz-Bulldog-Treffen ist nicht nur ein Trecker-Treffen, sondern auch ein Anziehungspunkt für alle Oldtimer-Fans. Hier haben wir so eine schöne Catrell, ein Renault R4. Das Ding mag ich ja auch gerne, ne? Die Revolverschaltung. Ich habe selber so einmal ja, als Dienstfahrzeug gestellt bekommen. Konnte mich zuerst gar nicht damit anfreunden, aber nachdem ich erstmal so ein bisschen mit der Revolverschaltung gespielt hatte, fand ich das Ding richtig geil. Und daneben haben wir einen Ford. Ist das ein Model T? Erna aus 1930. So schöne Kühlerfiguren hat es damals noch gegeben. Hier könnte ich schon ohne Ende Dinge entdecken. Stilgerecht reißt man hier natürlich mit dem Trecker an, ne? D500G, Deutz. Aber ich bin auch, als ich hier auf den Parkplatz geleitet worden bin, gleich direkt an diesem alten Ford Transit hängen geblieben. Hymercar. Guckt euch mal dieses riesen Fenster hier nach unten an. Das ist schon ein cooles Stück. Hier auf der Seite das auch mit der tiefen Aussparung runter. Keine Schiebetür, eine Klapptür. Das ist ein Originalausbau gewesen, so von Hymer. Ja, und da ist eine Heizung drin. Das ist also scheinbar ein kompletter Möbelausbau. Ab Werk. Zebrabar. Cooles Auto. Den hier, den müssen wir nämlich mal echt Dankeschön sagen. Das ist der mich eben gerade hier auch schön auf den Parkplatz reingewunken hat. Ohne die vielen, vielen Helfer, die wir hier vor Ort haben, wäre das hier in Brokstedt überhaupt nicht mehr möglich. Das hat einen Umfang eingenommen, eine Größenordnung eingenommen. Jetzt muss ich hier schon ganz viel Platz machen, dass der nächste durch kann. Dass das ohne die vielen, vielen, die sich hier einbringen, gar nicht mehr ginge. Genau. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Ne? Danke euch auch. Ein Junior. Schönes Auto. Das ist auch ein schönes Auto, ein Buckel-Volvo. Das Wetter spielt mit, das Wetter ist fantastisch. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, windstill, blauer Himmel. Und da sind wir jetzt beim Lanz-Bulldog-Treffen, traditionell Brokstedt an Himmelfahrt, an Vatertag. Ah, da hören wir den ersten. Dieselrost Fendt. Da sind wir jetzt mitten im Bereich Fahrerlager. Darüber bin ich jetzt heute hier reingekommen. Da haben wir einen Fahrer neben einem Deutz. Und da ist auch einfach mal eine Maschine am Laufen. Die rödert hier so vor sich hin. Und das macht sie in 100 Jahren auch noch. Mit so einem Schlüter war man früher der King of the Ring. Hier haben wir jetzt einen Kompakt 850V. Eicher Mammut. Lohnt sich schon übers Fahrerlager reinzugehen. Und da haben wir den Klassiker, den Lanz. Da werden wir noch mehr von sehen, wie sie Kult machen. Leider, 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 Auflage vom Ordnungsamt. Hunde könnt ihr nicht mitbringen. So, ich habe meine Karte für Kinder 6 bis 12 und für Schwerbehinderte 2 Euro. Kinder unter 6 sind frei und ich habe jetzt gerade 6 Euro bezahlt. Und ich hole mir meinen Stempel ab. Warte, da. Schick. Dankeschön. Das Ganze findet hier auf dem Ring, dem Holzenring von Brokstedt statt. Hier wird also auch Sandspeedway gefahren und hier haben wir jetzt mal eine Planübersicht. Ich bin jetzt von hier aus reingekommen, von hinten übers Fahrerlager. Hier steht die Feuerwehr, da sehen wir sie im Hintergrund. Und dann haben wir hier im Infield die ganzen Sondershows. Da draußen ist aber auch meistens noch ein Oldtimer-Markt, Teilemarkt.
und es wird auch showmäßig alles Mögliche vorgeführt. Hacken, Dreschen. Hier gibt es was zu sehen. Was ihr da gerade gehört habt, ist ein Dodge. Und er hat extra mal für mich raufgetreten hier. Mach nochmal. Netter Sound. Im Hintergrund seht ihr mal eine Strohpresse. Wird über die Zapfwelle angetrieben, die Strohpresse hier. Und er muss jetzt mit der Hake immer für Nachschub sorgen. Das wäre natürlich auf dem Land normalerweise dann in der Fahrt von alleine passiert. Aber diese Strohpressen kenne ich auch in ähnlicher Form, in Rot, etwas jüngeren Datums dann auch aus meiner Jugend. Ein Mini-Lanz. Die ganz kompakte Bauweise. Da wird Busch gehackt. Das sind schon Oschis, die er da reinfüttert. Hier sind wir im Bereich der eigentlichen Speedway-Bahn und hier fahren dann auch die Trecker dann einfach mal auf Show in der Runde. Hier kommt gerade ein Hanomag R22. MB-Truck-Funktion seht ihr da hinten. Also ich kann euch heute gar nicht alles zeigen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eicher haben wir hier, aber wir haben dann auch mal einen C-Tor 5211 mit Kabine. Direkt daneben ein älterer C-Tor, 50 Super. Die sieht man natürlich bei uns auf der Ecke eigentlich seltener. Ist noch nicht vorbei mit C-Tor. Hier steht gleich eine ganze Reihe. Da haben wir zum Beispiel ein Modell 3011 von 1967 mit 35 PS. Ja, steckt viel Arbeit drin, ne? Und Autos, die schon selten waren, als ich Kind war, da habe ich sowas auch schon nicht rumfahren sehen. Ein Viking Tempo. Hersteller waren Vidal und Sohn, das Tempowerk in Hamburg-Harburg. Mit einem Zweizylinder Heikel-Motor, wassergekühlt, mit aus 452 Kubik wurden da 20 PS rausgeholt. Reichte für 80 km/h. Und der hier ist von 1963. In einem Top-Erhaltungszustand. Der ist natürlich schon mal restauriert worden. Sonst sehen die Dinger nicht mehr so aus. Und gleich daneben haben wir hier einen Barkas stehen von der Feuerwehr. Ein B1000. Wird von den Oldtimer-Freunden Ahrensböck hier ausgestellt. Das hier ist einer, der aus Karl-Marx-Stadt stammt. Da ist das Barkas-Werk damals gewesen, der volkseigene Betrieb Barkas-Werke. Baujahr 81. Hat einen Dreizylinder Zweitakt Ottomotor mit 1 Liter Hubraum, 46 PS. 1 Tonne konnte damit schon zuladen. Das war ja damals, das ganz viel auf Zweitaktmotoren da basiert hat. Der Trabant, Zweitaktmotoren. Ich bin irgendwann mal mit einer Schulklasse rübergefahren, haben uns Wismar und Schwerin damals angeguckt. Und das Erste, was mir so in die Nase kam, war dieser Duft von Zweitaktöl in der Luft. Das kannte man sonst so von unseren Mofas und Mopeds, da hatten wir auch Zweitaktmotoren, aber in der Fülle im Straßenverkehr war mir das damals wirklich eine Neuheit, als wir auf der Tour waren. Das war so Ende der 80er. 88, glaube ich, 87, 88 müsste das gewesen sein. So ein Massey Ferguson hatte einen Nachbar, den kenne ich noch gut mit seinem Gesicht. Ist auch ein einprägsames Gesicht. Ich finde sowieso Fahrzeuge, die haben immer irgendwie, die strahlen Charakter aus.
Ja, mit den Reifen kann man dann auch durch ganz schweren Boden. Oh, die großen Ford-Schlepper. Der Ford 5000 und der Super 4, alle 4 Räder gleiche Größe. Der macht schon Eindruck. Direkt daneben Steyr 1000. 1938 von der Firma Mayford Itzehoe an die Drescher-Gemeinschaft Hennstedt ausgeliefert. Die Firma Mayford gibt es heute noch in Itzehoe. Das ist hier ein 8506 Ackerluft-Bulldog. Und da haben wir den Fahrerarbeitsplatz, noch schönes Holzlenkrad. Ich würde mal sagen, der Hanomag hier hinter mir, der wird gut aufs Wacken Open Air passen. Weshalb seht ihr gleich. Da kommt es ins Bild. Einziger Haken, landwirtschaftliche Zugmaschinen sind auf dem Wacken Open Air Gelände nicht mehr zugelassen. Die dürfen wohl am Aufbautag zum Teil noch ihre Anhänger raufziehen, aber sie müssen danach vom Gelände. Ja, da hat einer die Hupe gefunden. Das ist hier ein Hanomag Brillant 600. Schwarz, breit, stark. Und jetzt kommen wir gleich zur Porsche-Fraktion. Ich sehe da nämlich gerade da drüben einen. Aber vorher finde ich doch diese Deutz-Schaukel hier total toll. Die Kinder finden es auch toll. Und wie gesagt, hier haben wir dann einen Porsche Diesel, den Standard Star, also nicht den kleinen, den Junior. Traditionell immer in Rot mit ja, Elfenbeinweiß abgesetzt. Dieser hier ist aus 1963. Schön durchrestauriert, sieht alles sehr, sehr sauber aus. Die Reifen sind noch, die haben hier noch ihre Nippelchen dran, die sind auch noch nicht alt. Und sowas mag ich auch ganz gerne. Das hier jetzt ein Fendt Farmer 3S, von dem ich mal sagen würde, der ist nicht restauriert, der ist so als Survivor betrieben worden. Und hier dann mit ja, Dinitrol oder irgendeinem Rostwandler geschützt behandelt worden, dass er nicht weiter durchgammelt. Hat durchaus seinen Rost, seine Spuren. Aber so sind die Fahrzeuge, wie sie halt im Alltag auch wirklich betrieben worden sind, zu sehen. Mit allen Dellen und Beulen, die es dann irgendwo mal in der Lebensgeschichte gegeben hat. Da kann man es auch gut sehen. Oder hier. Macht manchmal mehr Spaß als ein top restauriertes Fahrzeug. Dieses Gesicht kenne ich auch noch sehr gut. Ein Fiat 1000, Fiat Trattori, Ausbaujahr 75 mit 100 PS. Das war damals dann schon ein richtig großer mit Kabinenaufsatz, dass man ein bisschen wettergeschützter da drin saß. Machen wir mal den Arbeitsplatz im Bild. Der ist auch schon restauriert, würde ich sagen, und in einem sehr guten Zustand jetzt. Und die Form dieser Lampen, die werde ich auch nie vergessen. Die sind auch wirklich schön. Einfach schön. Auch das ist ein Träger mit einem richtigen Gesicht. Wobei, den haben sie eigentlich alle, aber jeder hat sein eigenes. Im Hintergrund seht ihr eine ganze Unimog-Fraktion da oben. Gucken wir uns nachher auch noch mal näher an. Ja, das würde ich euch auch mal bitte ans Herz legen. Ne? Das ist hier alles Privatbesitz und die Teile sind schwer zu kriegen für die Fahrzeuge. Schöner Schlüter, Super 1250V. Wenn man so ein Teil hatte, da war man schon der King, ne? An regnerischen Tagen, wenn die da hier im Standgas gestanden haben, dann haben die so allmählich das Wasser aus dem Boden rausgedrückt. Dann standen die plötzlich in der Pfütze. Fump, 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 fump. Und das ist noch nicht das Niedrigste, was der im Standgas kann. Ja, und das würde ich auch sagen an Vatertag, die Gesamtsituation erfordert jetzt ein Bier. Da ist es. Oh. Hier fahren die ganz erfahrenen Kräfte. Der Nachwuchs muss rangeführt werden.
Ja, die Federung von so einem Sitz hat dann auch schon mal ordentlich was zu tun, ne? Aber auch die beiden Beifahrersitze sind auch mitgefedert. Wind- und Wetterschutz, wichtig. Und der gefederte Sitz, ne? Dieser Lanz ist von 1923 mit 12 PS und löppt. Löppt und löppt und löppt und löppt. Ja, die laufen hier immer mal wieder einfach im Standgas und manchmal auch im Wettbewerb, wie weit man das Standgas runternehmen kann. Das riecht man auch. Frisch gedroschen, hat einen ganz eigenen Geruch. Und dann kommt hier hinten das Strohhäcksel raus. Und dann muss natürlich das Strohhäcksel auch wieder verpresst werden. Da kommt dann die Strohpresse wieder in Einsatz. So ein Glühkopf muss dann auch erstmal vorgeheizt werden. Das passiert hier mit der Lötlampe. Da ist also nicht einfach nur Startknopf drücken und dann läuft so ein Lanz. Das erfordert Vorbereitungszeit. Wenn mal der ein oder andere Begriff hier in meinem Video fehlt, der nicht 100% richtig ist, verzeiht mir das. Ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, aber ich war nie selber Landwirt. Da kann auch mal ein Fehler dazwischen sein. Aber das Gros, das kenne ich aus meiner Kindheit und das liebe ich heute immer noch genauso. Und hier haben wir jetzt einen Steinknacker in Vorbereitung. Wenn der dann also läuft, dann können wir uns noch mal gucken, wie der Steinknacker Steine knackt. Ja, jetzt wird er gerade angeworfen. Dafür wird das Lenkrad entnommen. Und ihr habt gesehen, wie willig er angesprungen ist. Aber weil er heute halt schon ein paar Mal gelaufen ist, würde ich mal sagen. Dann geht er natürlich schnell an. Ja, der Lütte darf auch mal werfen. Da habe ich tatsächlich was gefunden hier. Kontrastprogramm zum Wacken Open Air. Einmal für die Jukebox Die Biene Maya.
Und hier habt ihr Werkzeug der ganz kleinen Art und ein paar Teile, die sich so in den Schuppen dann irgendwo finden. Gut, dass sie noch da sind. Die kann man gut gebrauchen, wenn man dann irgendwo mal wieder was aufbaut. Oder wollt ihr eine ganze Mofa kaufen? Eine schöne Solo steht hier, 750 €. Klassiker. Und die sieht auch noch ganz gut aus. Reserviert. Rhode Island. So ein Schild wollte ich mir zu Hause auch immer schon mal anbringen, aber das ist leider nicht zu verkaufen. Heute Kaspertheater. Nur, und ich weiß, weshalb er es nicht verkauft. Ich würde es auch nicht hergeben. Ah, hier ist für alle Altersklassen was geboten. Hier könnt ihr also auch gut mit euren Kindern herkommen. Bin selber auch schon als Kind hierher gekommen und fand das spannend. Ja, ich weiß, manch einer von euch sucht vielleicht genau nach einem von diesen Teilen hier. Mercedes-Rückleuchten, Baby-Benz, Käfer, Heckklappen. Da war ja noch ein Schnapper für Das sieht nach einer Ente aus, jawohl. Und die Bücher kenne ich auch noch super. Die Bücher kenne ich auch noch nur zu gut. Da hatte ich auch immer für mein jeweiliges Fahrzeug eins von. Ja, so einen hatte ich auch mal. Passat. Ich bin hier auch, ne? Überall. Und überall dreht er ein Video. Ja. Ja, du bist im Film. Das kannst du jetzt nicht mehr vermeiden. Habe ich ihn gehandelt. Oh, für 4 € ein schönes Barometer. Und wir haben ja aktuell dann auch, wenn das jetzt gerade richtig läuft, das geht ja in Richtung gutes Wetter, ne? Ja. Für so einen alten Auto Union Grill 110 € ist nicht zu viel. Aber für was für ein Modell war das? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hätte aber nicht die dicken Lenker darauf geschmissen. Ja, sie haben es hoffentlich vorsichtig raufgelegt. Sind das die richtigen Treter? Das sind die richtigen. Das hat doch Stil, das hat doch Art. Leider seid ihr zu spät dran. Hier wird nämlich schon eingepackt. Schöne alte Vicky Victoria. Viel dran gemacht worden, aber schick hergerichtet. Da hinten steht noch eine. Und wer dann noch mal einen Rahmen braucht, den Rahmen gibt es günstiger. Der kostet nur 50. Und welche Schaltkulisse habt ihr? Hier findet ihr für jede Schaltkulisse den richtigen Knopf. Jetzt kommt das schwere Teil. Da liegt er. Groß, unhandlich, aber ich habe ihn mir jetzt aufgelastet. Dann hoffen wir mal, dass ich den heil nach Hause kriege, ne? So, Vorsicht, groß und gefährlich. Dankeschön. Haben wir noch mal einen Blick auf die ganze Ausstellungsfläche. Aber ich habe jetzt ordentlich was zu schleppen hier. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber mal wieder zum Auto und werde das los. Da bin ich noch mal dran hängen geblieben. Ein Fendt Dieselross Willi. Das passt ja nun gut zu meinem Schatz hier, den ich hier gefunden habe. Ne? Aber an den ganzen Unimogs kann ich natürlich nicht vorbeigehen. Da habe ich das noch mal abgelegt. 85er Baujahr. Jünger, aber ohne Schild. Dito aus dem Forstbetrieb, der ist älter. Da haben wir mal wieder ein Schild drin. Das ist ein 79er mit 2,4 Liter und 52 PS. Unimog, wofür steht das? Universal Motorgerät. Und das sieht man hier auch ganz gut, die verschiedensten Aufbauten, die da dran sind, als Pritsche. Aber es gibt dann auch Arbeitsaufbauten dafür. Der sieht mir noch älter aus. Das ist ein 65er mit 1,8 Liter, 34 PS. Unimog, alles andere als ein Behelf. Und das hier ist das Projekt für den Winter 2024. Steht schon drauf. Ja, das ist schon fertig. Die Basis sieht gar nicht schlecht aus. Da ist noch Substanz.
Hier haben wir dann auch mal Frontaufnahmen für Geräte. Das ist ein 69er, 2,2 Liter, 33 PS. Neben einem Mungo Auto Union. Hydraulisch kippbare Ladefläche. Ja, da geht schon einiges mit den Dingern, ne? Jetzt geht es aber zurück zum Auto. Ich bin nicht mit dem schwarzen Schaf heute unterwegs. Das war auch gut so, weil hier ist dann doch ganz schön Andrang. Die Parkflächen sind dann auch schon gut ausgenutzt gewesen. Dann beenden wir das Video mal da, wo ich es auch begonnen habe, an dieser wunderschönen Catrel. Catrel hat man in Frankreich zum Renault R4 gerne gesagt. Der ist auch wirklich schön. Der hat auch eine tolle Polsterung drin. So einen würde ich mir auch glatt nochmal hinstellen. Nicht nur zum Hingucken, sondern auch zum Fahren. Ja, und so endet dann das Video von Himmelfahrt vom Lanz-Bulldog-Treffen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.